Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute stellen wir ganz einfach Backtrennmittel her, garantiert ohne Palmfett. In vielen industriell hergestellten Produkten und Rezepten zum Selbermachen werden Palmfett oder Palmkernfett verwendet. Dabei lässt sich eine zukunftsfähige Alternative ganz einfach selbst herstellen. Sie sorgt dafür, dass sich Gebäck zuverlässig aus der Form löst und kann bequem auf Vorrat zubereitet werden. Backtrennmittel macht man am besten selbst. Man weiß einmal, was drinnen ist, und zweitens ist es auch um einiges kostengünstiger als die gekaufte Variante. So starten wir direkt mit der Zubereitung und geben 100 Gramm Kokosfett in einen Topf. Es sollte nicht mit Kokosöl verwechselt werden, denn Kokosfett ist geschmacksneutral und das Öl schmeckt hingegen nach Kokos. Zwar kann auch der Anbau von Kokosnüssen je nach Herkunft und Anbaumethode ökologische Herausforderungen mit sich bringen, allerdings wird für Kokosnüsse weltweit deutlich weniger Anbaufläche benötigt als für Palmöl. Deshalb kann man sich ganz bewusst dafür entscheiden. Natürlich muss man zugeben, dass auch Kokospalmen teilweise in Monokulturen angebaut werden. Im Vergleich jedoch zum Palmölanbau sind die Anbauflächen deutlich kleiner. Hinweisen möchte ich nur darauf, dass Monokulturen Umwelt, Artenvielfalt und die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort massiv beeinträchtigen. Zum leichteren Verarbeiten wird das Kokosfett nun geschmolzen. Das vorsichtig auf niedriger Temperatur reicht voll und ganz. Der Rest des Kokosfett wird dann nach und nach schmelzen. Der Topf ist ja warm und speichert die Wärme. Als nächstes geben wir für die Streichfähigkeit 100 Milliliter Öl hinzu. Ich habe mich hier bewusst für Rapsöl entschieden, da es aus heimischem Anbau erhältlich ist, vielseitig verwendet werden kann und im Vergleich zu vielen anderen Pflanzenölen kurze Transportwege ermöglicht. Und als Trennmittel benötigen wir 200 Gramm Mehl deiner Wahl. Hier kann nahezu jedes Mehl verwendet werden, vom Weizen bis zum Dinkelmehl. Normalerweise besteht Backtrennmittel aus gleichen Teilen Fett, Öl und Mehl, also im Verhältnis 1:1:1. Bei unserer palmölenfreien Variante ist das allerdings etwas anders, da Kokosfett nach dem Schmelzen und späteren Abkühlen eigene und andere Eigenschaften als Palmfett aufweist. Ohne den höheren Mehlanteil würde das Gemisch eher wie reines Fett wirken, schlechter an der Backform haften und sich mit der Zeit leichter am Boden absetzen. Die Zutaten werden nun mit Hilfe eines Schneebesens gründlich miteinander verrührt, bis eine gleichmäßige, glümchenfreie Masse entstanden ist. So verbinden sich dann Fett, Öl und Mehl optimal miteinander und das Backtrennmittel erhält seine cremige Konsistenz und ist quasi fast bereit, zum Einsatz zu kommen. Aber da sage ich euch gleich noch was. Hinterlasst mir mal bitte einen Kommentar, ob ich in meinen Videos zu viel rede und erkläre oder ob es im richtigen Maß ist. Dann kann auch bereits das Backtrennmittel in ein zuvor ausgekochtes und sterilisiertes Glas umgefüllt werden. Anschließend lassen wir es auf der Küchenzeile vollständig auskühlen. Dabei erhält es seine endgültige cremige Konsistenz und ist danach sofort einsatzbereit. Das zeige ich euch jetzt aber gleich noch. Das ist nun das ausgekühlte Backtrennmittel. Hier kann man sehen, dass es relativ flüssig ist. Die Aufbewahrung sollte auf jeden Fall im Kühlschrank stattfinden und ist für 6 bis 9 Monate haltbar. Hier ist es nun frisch aus dem Kühlschrank, da kann man sehen, dass es cremig-sämig ist. Wem das noch zu dick ist, 1 Stunde vor der Verwendung aus dem Kühlschrank, dann hat es genau die richtige, passende Konsistenz. Und das wäre sowieso auch meine Empfehlung. Backtrennmittel macht man am besten selbst. Man weiß einmal, was drinnen ist, und zweitens ist es auch um einiges kostengünstiger als die gekaufte Variante. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!